Always question, like, why would God do that to me, you know, or my family or my friends, you know, it just didn't make sense to me. And then I got pretty angry. That was like the only time in my life where I was really angry about a lot of stuff. Now Byers is feeling more settled. This past spring, he was encouraged by some friends to learn more about Islam. What he found was a belief system that, he says, was a perfect match for his logical mind. So in the summer, Byers spoke the Shahada, the testimony of faith that states Allah is the only God and Muhammad the last prophet of Islam. Once you say that line and you mean it in your heart and you're honest with yourself, you are a Muslim. Abdul Haq Hamza says one reason why people gravitate to Islam is because there's something missing in their lives they want to fill. He says Islam reminds people that they need to step away from the material world in order to find peace from within. Because Islam tells you have to pray 5 times a day. So you have to disconnect yourself from that growing and fast-pacing life. Verwirrt war Said Mann, als von einem Tag auf den anderen in dieses Hochhaus in Bremen-Nord zog. Damals war 12 Jahre alt. Seine Familie kam aus Ostdeutschland. Religion hatte in seinem Leben deshalb... Aus der DDR. Und als ich hier ankam, waren viele Migranten, viele Türken. Und ich kannte das einfach nicht. Deswegen dachte ich, wir ziehen jetzt in ein Asylantenheim. Unsere Vorbilder waren die Schwarzen aus Amerika, aus den Ghettos etc. Und dementsprechend haben wir auch versucht zu leben. Den Willen des Egos unter den Willen Gottes zu stellen und einzugehen mit der Schöpfung. Das ist für mich Islam eigentlich. Wozu soll man das Ego quasi zähmen? Ja, einfach auch wegen dem Paradies, um sich würdig zu erweisen, dass du da sein kannst. Vor 10 Jahren zum Islam konvertiert, nennt sich seitdem Said und betet 5-mal am Tag. Ein Tag. Ja, es ist halt immer ein Ruhepol, ne? Man zieht sich zurück, man wäscht sich, steht vor seinem Schöpfer und betet. Wie kannst du das mit deinem Alltag vereinen? Wenn man beten kann. Said Mann hat zum Glauben gefunden, als er nach langen Gesprächen in der Nacht mit einem Freund in die Fatih-Moschee kam. Es war zum Morgengebet und es war ein Koranwettbewerb und ein Junge hat Koran gelesen. Und ich fing an zu weinen, ohne zu wissen warum. Ich verstand kein Arabisch, ich verstand nicht, was er da liest, nix, aber mein Herz verstand anscheinend. Auf jeden Fall fing ich an zu weinen. Es war ein ergreifendes Erlebnis und auch verwirrend. Ich so als möchte ich ein Gangster und so irgendwie so auf einmal fließen wir Tränen, ich weiß nicht warum. Wenn du Moslem wirst, verlierst du Freunde, aber du gewinnst Brüder, sagt Said Mann, und du gehörst sofort zur Familie.